Ja, hallo, schönen guten Abend. Hier ist der Aratosch und heute stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich Starfall VR? Und ja, wie soll ich das schnellstmöglich beschreiben, so dass sich jeder, sage ich mal, ein Bild machen kann? Ich sage mal so, dieses Spiel Starfall kann man über die, ja, Quest 3, ich glaube vielleicht sogar noch Quest 2 spielen und es ist auch momentan PC VR möglich. Das heißt, egal mit welcher VR-Brille ihr Bock habt, dieses Free-to-Play-Game zu zocken, ihr könnt euch einfach dementsprechend euch eine VR-Brille holen, wenn sie PC VR möglich ist, oder halt über die Quest und über den Quest Store könnt ihr euch dieses Game runterladen. Das ist kostenlos und könnt dann dementsprechend euch in der VR-Welt bewegen. Ja, also wie ihr hier schon sehen könnt, natürlich bei YouTube haben sie auch ihren eigenen Kanal. Das ist natürlich Starford VR. Momentan haben sie knapp 1000 ja, Abonnenten, 157 Videos hochgeladen und dieses Game ist einfach mega, mega geil, muss ich so sagen. Also ich habe vorher nie wirklich großartig was mit MOBA Games zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, irgendwas mit LOL oder Dota 2. Ich zum Beispiel bin durch und durch ein World of Warcraft Spieler, also MMORPG und das schon seit 2005, 2006 dabei, seit Classic-Zeit. Und da kam auf jeden Fall lange, lange Zeit nichts dran an die ja, Spielewelt in meinem Leben. Und ja, nach vielen, vielen Jahren World of Warcraft bin ich dann auch mal davon abgekommen und habe mir dann überlegt, ich brauche irgendwas Neues, irgendwas Außergewöhnliches, irgendwas, worauf ich übelst Bock habe. Und ja, plötzlich habe ich so gesehen, Alter, es gibt irgendwie VR-Geräte. Und das war letztes Jahr oder nee, vorletztes Jahr, 2024, in der Weihnachtszeit rum. Und da habe ich mitbekommen, ey, geil, Mann, es gibt VR-Geräte. Und das ist ja momentan schon sehr weit fortgeschritten. Und ich habe auf jeden Fall Bock, da mal reinzuschauen, um zu gucken, ob mir das liegt, ob ich da Bock drauf habe. Und habe mich einfach drauf eingelassen, habe dann so ein bisschen durchgescrollt durch die ganze Lobby, habe geschaut, ey, was könnten für Spiele mir so gefallen. Darunter war auch eins, was ich sehr intensiv gespielt habe, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war, boah, jetzt komme ich nicht mal mehr auf den Namen. Also ist schon ein bisschen länger her, aber das war auch sehr cool und dadurch habe ich dann so den Hype gehabt, yo, ich habe Bock VR zu spielen und bin dann durch das Lobby-Scrollen halt darauf gekommen, ey, Starfield VR, was ist das? Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ich schau mal rein, das ist for free. Und dann habe ich das ganze Game mir runtergeladen und habe geschaut, was abgeht. Und ich war eigentlich mit recht am Anfang, also ich war sehr am Anfang mit dabei. Und dann habe ich mir das Ganze natürlich angeschaut und bin reingegangen und habe mitbekommen, dass das ein mega, mega cooles Game ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, LOL Dota 2, aber halt in VR, 3D, also man kann schon fast 4D sagen, weil man seinen eigenen Schweiß halt manchmal auch ein bisschen riecht, ist ein bisschen eklig, aber das gehört halt mit dazu, wenn man wirklich ein Pro-Gamer werden will. Ich bin jetzt kein Pro-Gamer, das will ich damit nicht sagen. Ich bin eher so einer, der zockt, wenn es passt. Das heißt auch für Leute, die arbeiten gehen, für Leute, die vielleicht Kinder zu Hause haben, für Leute, die studieren und noch andere Sachen nebenbei machen, ist dieses Spiel trotzdem was, weil du den Skill einfach mitbringen musst. Du musst wissen einfach, wie man deinen bestimmten Helden, die stelle ich dann auch gleich nochmal vor, wir gehen gleich nochmal durch, was es so für Helden gibt. Und du kannst dir separat einfach einen aussuchen und sagen, ey, ich habe Bock, den zu zocken oder den zu zocken. Und jeder ist individuell komplett unterschiedlich und das macht halt das Spiel auch aus. Also jeder Held ist individuell unterschiedlich, die Spielweise ist unterschiedlich und auch das Erleben des Spiels ist unterschiedlich. Und das ist einfach toll und die Erfahrung möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich möchte, dass die Community in Starfall mehr wird. Momentan spielen sehr viele Amerikaner das Game. Europa ist sehr wenig vertreten und Deutschland ist noch eine geringere Nische, weil in Deutschland ist sowieso VR-Game momentan noch sehr nischig. Und ich will einfach, dass mehr Leute dieses Game zocken, weil es einfach geil ist. Und ich natürlich möchte, dass ihr ja, mitzockt. Ich will ein paar Leute am Start haben. Eine deutsche Community bin ich gerade momentan am Aufbauen. Und ihr seht, glaube ich, auch unten hier irgendwo bei der Kamera, wenn ich das gut eingeblendet habe, dass ich für die Starfall Community suche.
Und wir sind die German Falls, wir sind noch sehr klein, wir sind noch gerade mitten im Aufbau und wir suchen dich, wenn du Bock hast, du hast ein VR-Gerät oder hast vor, dir eins zu kaufen und dieses Game hier runterzuladen, dann lad's dir runter, Alter, und dann komm in unsere Community und lass einfach ein bisschen zocken. Wenn du Zeit hast, ist es geil. Wenn du sehr viel Zeit hast, ist es natürlich noch geiler. Weil Starfield ist nicht nur, ey, yo, hier, du bist anwesend und du kannst zocken, sondern es gibt natürlich dahingehend auch Turnierkämpfe, wo du dran teilnehmen kannst. Und in den Turnierkämpfen kannst du halt zeigen, was du drauf hast. Mit deiner Crew von 5 Mann, 5 versus 5 ist dieses Spiel aufgebaut. Dieses MOBA-Game, dieses Battle-Game. Und ja, du kannst halt mit deinen Leuten connecten, dich dort anmelden und kannst dann halt geile Skins erwerben und andere Bonusse im Game. Und es gibt auch eine Discord-Seite, die werde ich auch vielleicht irgendwann mal hier irgendwo linken, wenn ich das hier mal wirklich vielleicht schneiden sollte für YouTube oder so. Mal schauen. Ich bin auch auf YouTube auf jeden Fall anwesend. Ich bin Aratosh VR, bin bei YouTube am Start, bin bei Twitch am Start, probiere jetzt ein bisschen öfters auch bei Twitch was zu machen, aber ich bin ein kompletter Neuling. Ich habe noch so gut wie kaum Erfahrung. Und ich habe einfach Bock drauf, das zu machen, weil es mir Spaß macht. Es macht mir verfickt nochmal Spaß. Ich habe einen anstrengenden Job und das ist ein schöner Ausgleich, wo ich einfach Spaß mit habe. Und ich würde sagen, Alter, laber nicht so viel Scheiß. Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen an, was ist fucking Starfield. Und dazu gehen wir auf die Starfield-Seite, die ihr hier jetzt schon eingeblendet seht. Und let's go. Ja, wir gucken einfach mal in die Übersicht. Natürlich hat Starfield hier auch eine ganz normale Short-Seite. Hier könnt ihr natürlich euch die ganzen Shorts angucken. Könnt schön Doomscrolling machen bis zum Get-No, um eure letzten Hirnreserven kaputt zu machen. Ist eh alles scheißegal. Von daher knallt euch rein und gönnt euch den Mist. Dann gibt es natürlich die Videobereich, wo die Helden vorgestellt werden. Es gibt Tanks, es gibt Heiler, Supporter Class, es gibt Damage Dealer, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, eine Drohne, würde ich nicht gleich sagen, ist ein Damage Dealer, aber das ist so ein Jungler, der killt halt die Jungle und die Creeps, um halt Bonus Damage zu bekommen, um Bonus Geschwindigkeit zu bekommen oder um die gegnerische Seite zu schwächen, indem dass sie, wenn sie sterben, eine längere Respawn-Zeit haben. Also man kann sich da gewisse Buffs holen, indem man diese Creeps kaputt macht. Genau, und ja. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal uns den Trailer an, ziehen wir uns rein und ich glaube, das müsste der sein. Gear up, everyone. Make every move count. I need you to stay sharp. Greece, prepare yourselves to crush our opponents. Eliminate those creeps and keep the path clear. Destroy their towers. Control your range as we fall. Take it to them now. Clear the path. Stop it! What are you doing? Protect enemy outposts. You're close to victory. We're losing the battle. Victory is ours. Ja, das war der Starfield-Trailer über die Meta-Quest. Wie ihr schon lesen könnt, Play for Free Now. Ihr könnt euch das einfach runterladen und könnt natürlich sofort loslegen mit dem Zocken. Und ich sage euch eins, das ist einfach sehr, 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 sehr geil. Genau, und es gab natürlich dahingehend auch schon ja, eine Starfield Beta-Version, die ist am 10.03.25 rausgekommen. Also ist jetzt schon ja, ein bisschen was über ein Jahr. Wir haben ja jetzt schon fast den 1.04. Morgen ist April. Und ich bin jetzt seit Januar, Februar, März, April, Mai, ich würde sagen so im Mai letzten Jahres bin ich dazugestoßen und habe auch schon vereinzelt so ein paar
Leute getroffen, die deutschsprachig sind, aber wir sind halt trotzdem sehr wenig. Es ist überwiegend, die Spiele werden auf Englisch ja, kommuniziert. Aber natürlich, wenn du zu German Force kommst, ist es natürlich dahingehend ein bisschen entspannter, weil wir könnten, sage ich mal, in Zukunft dann eine deutsche Community dahingehend so gründen, dass auch Turnierkämpfe möglich sind oder halt einfach auch so Spieleabende planen, wo man sagen, ey, habt ihr Bock Sonntag, Samstag oder Montag oder Mittwoch, je nachdem nach Absprache, einfach zu zocken und einfach eigene Spiele, sage ich mal, zu planen. Das ist alles möglich. Das heißt, ihr müsst euch nicht einfach random anmelden. Wir können uns in einer Gruppe anmelden. Wir können auch Gruppe gegen Gruppe spielen, sodass überhaupt gar keiner von außerhalb mit da reinkommt. Wir können gegen KI spielen. Wir können dahingehend sehr, sehr viel möglich machen. Genau. Ja, ich würde einfach mal hier so reinschauen. Was haben wir hier so noch so Schönes über Starfield? Ich würde sagen, wir starten einfach mal los und gucken uns so ein paar Helden an, die es so in dem Spiel gibt. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was dich vielleicht interessiert, wo du sagst, ey, boah, das ist genau mein Held, auf den habe ich Bock. Und du startest einfach rein. This is Zara Lex, Starvolt's high mobility healer, who pulls up to the fight on a hoverboard and keeps her team alive in style. Her primary weapons are dual pistols, letting her deal steady damage while weaving in and out of danger. But what really makes Zara unique is her hoverboard movement. You can actually lean your body to steer, giving her unmatched speed and agility in VR. Her first ability is Charge Field. Toss it like a grenade to create a healing zone for all allies inside. Or shoot it to instantly heal for a smaller burst. Her next ability is Hyper Boost. It launches the board forward at high speed. If you lean back while boosting, Zara rockets into the air, great for dodging, escaping, or making a dramatic entrance. And finally, Aegis Beams. This is an alternate fire mode for her pistols that sends an energy beam to shield an ally for a short time. Think of it as bodyguard mode, but at long range. Zara Lex is all about speed, precision, and keeping your squad alive while outmaneuvering everyone else on the field. If you like being the healer who can't be caught, she's the one to pick. Ja, wie ihr gesehen habt, schauen wir gleich nochmal hier rein. Was kann die Zara Lex? Dieser Hit ist sehr, sehr begehrt, weil der Zara Lex Charakter, der Held, der ist eigentlich eine Supporter-Class, aber eine sehr starke, weil sie kann Gruppenheilung machen, sie kann mit ihrem Hoverboard sehr schnell sich bewegen und kann teilweise, wenn man es gut koordiniert, sogar wegfliegen. Also ich zum Beispiel kenne mich mit dem Char ganz, ganz wenig aus und wenn ich als Anfänger da diesen Char spiele, ich komme nicht mal vom Boden weg. Und es gibt Leute, die einfach mit dem Hoverboard durch die Gegend fliegen und einfach vom Nordstern aus dich beschießen, den Leuten eine Heal draufhauen und mega geil auch Damage machen und wirklich teilweise sehr, sehr stark sind und die man eigentlich fast kaum down bekommt. So, und da gibt es einige in dem Game, die diesen Char sehr, sehr gut beherrschen. Und da auf jeden Fall auch mein Hut ab an die Leute, die diesen Char sehr gut beherrschen, weil der ist nicht so leicht zu spielen. Also da musst du wirklich Skill mitbringen, da musst du Skill mitbringen. Da musst du auch Zeit investieren, um diesen Char zu spielen. Aber wenn du den beherrschst, ist der sehr, sehr stark, weil, wie gesagt, schnell, effektiv und der Damage, wenn man wirklich mit diesen zwei Controllers umgeht, als hätte man zwei Revolver in der Hand, kann man natürlich dahingehend auch extrem damagen und die Leute, die diesen Char, diesen Hero gut beherrschen, Hut ab, weil damit kann man einiges reißen. Wirklich, damit kann man einiges reißen. Sends an energy beam to shield an ally for a short time. Think of it as bodyguard. Genau, man kann auch anderen Zara Schutzschild Lex drauf is all machen, dass about sie weniger speed, Damage precision, bekommen. and keeping your squad alive while outmaneuvering everyone else Ja, on the da field. ist es auch hier zum If you Beispiel, da like fliegt being er a einfach healer los who und can't be macht da caught, sein Ding she's the hin one to und jetzt pick. die Heilenrover. Toll. Absolut geiler Held, muss man wirklich sagen. Okay, kommen wir zum nächsten. This is Dr. J. Stern. Dr. J. Stern. Dr. J. Stern ist auch eine ganz, ganz coole Klasse.
Manche beherrschen den Char so gut, dass man wirklich von der Entfernung her Nonstop Damage shooten kann, aber dafür besagt es eigentlich eine bestimmte Aufladetechnik. So, also man kann den, glaube ich, 6 oder 7 Mal laden, das Gewehr, also die Kanone. Und immer wenn du schießt, ist halt eine Ladung weg. Und manche skillen das oder haben so einen persönlichen Skill. Also du kannst deine Fähigkeiten, natürlich kannst du die aufwerten im Game, aber so wie jeder andere auch. Das heißt, du kannst dir nicht irgendwelches krankes Equip kaufen oder so und dann bist du der Beste so oder bist der krasseste, wie es noch beim MMORPG, sondern du musst dein Char leveln im Game. Und es kommt eigentlich größtenteils darauf an, wie du deinen Char beherrschst und natürlich, was nimmst du für Skillungen mit. Das ist wichtig. Aber an sich gibt es nicht irgendwelche Vorteile, da ist jeder gleichberechtigt da in dem Spiel. Das ist halt das Geile. Und Jay Stern, da zocken manche so, dass die schießen von einer bestimmten Range aus, von einer bestimmten Distanz. Und die laden auf und schießen, laden auf und schießen, eigentlich nonstop und sind halt in Bewegung. Und wenn du mit Jay Stern eine bestimmte Entfernung weg bist von der Group, dann kommt die Bombe und fällt direkt in die Gruppe oder auf dich drauf und sie explodiert. Das musst du aber perfektionieren, indem dass du weißt, wie weit du entfernt stehst, weil wenn du ein bisschen näher dran stehst oder zu weit weg, schießt du und der macht einen Sprung. Das heißt, es dauert, bis diese Granate explodiert. Das heißt, es ist Time Movement, dass du wirklich sagst, yo, der steht jetzt 200 oder keine Ahnung wie viel, 150 Meter, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt im VR da berichtet wird, und der schießt das Ding und der fliegt genau auf dich drauf und explodiert bei dir. Das heißt, dieser Typ, der diese Granate geschossen hat auf dich, wusste ganz genau, ab welchem Zeitpunkt oder aus welcher Entfernung er die schießt, damit du die Granate abbekommst, weil ansonsten macht er halt einen Hüpfer und der braucht eine Zeit, bis die Granate explodiert. Und jeder, der diesen Char beherrscht, der hat ein absolutes Skill-Movement. Also so ein Movement, dass du sagen kannst, der Typ, der timet dir die Granate, bis sie vor dir liegt und explodiert. Sehr, sehr viele Stunden musst du da investieren, dass du diesen Char so beherrschen kannst. Aber wenn du ihn beherrschst, bist du einfach ein böser Mann. Und du kannst ihn auch so skillen in dem Game, dass wenn er im Nahkampf ist, also er kann nicht nur Granaten schießen, sondern er kann die auch dämpfen, dann tust du die Waffe, wie auf dem Bild, so wo der gerade seine Hand vorne hat, nach hinten schieben und dann kannst du die Granate platzen lassen vor deiner Waffe und es ist dann Nahkampfschaden und du kannst die Gegner auch nach hinten schießen. Das heißt, das ist auch extrem schadensintensiv, wenn man darauf skillt und du kannst teilweise Tower innerhalb von wenigen Sekunden kaputt machen. Wenn der jetzt so irgendwo von irgendwen anders Aggro hat und hat Aggro schießt auf den, vielleicht auf irgendeinen Tank, dann kannst du, wenn du das skillst, du kannst einmal Nahkampf 10% skillen oder auch Fernkampf 10% skillen, kannst aber auch nochmal jeweils mit Fury 5 mal 5% skillen, also 25% Schaden. Und du kannst auch noch Tower Damage skillen. Er ist ein absoluter Tower Broker. Absolut. Wenn man diesen Held richtig einsetzt, dann bricht er dir jeden Turm. Kannst du nichts gegen machen. Starvolt's explosive damage dealer, who prefers blowing things up over bedside manners. His primary weapon is a grenade launcher that deals heavy explosive damage, perfect for punishing groups of enemies or just making a big entrance. His first ability is Shotgun. It converts grenade energy into a close-range blast that not only deals big damage, but also knocks enemies back. Think of it as a polite way of telling enemies to get out of your face. Next up is Time Trap. Drop one, and if an enemy wanders too close, they'll freeze in place for 7 whole. Nicht nur, dass er die Möglichkeit hat, Granaten zu schießen auf eine Distanz, die man dahingehend auch selber movementmäßig und distanzmäßig koordinieren kann, wie ich euch bereits schon erzählt habe, und natürlich auch Nahkampf-Damage machen kann, extrem kranken, besonders dann auch Tower-Damage, kann der Typ natürlich auch noch Fallen stellen. Also er ist wie ein Ingenieur. Ihr müsst euch vorstellen, so du bist ein kranker, crazy Doktor in so einem VR-Game, wo 5 versus 5 Leute spielen in einem MOBA-Spiel, wo du einfach von der Distanz extrem coolen Damage machen kannst. Wenn du den auch noch skillen kannst, also weißt, wie du den einzusetzen hast, machst du sehr viel Schaden. Du machst im Nahkampf verfuckt nochmal viel Schaden. Sowieso, also das ist sowieso, wo ich jeden Anfänger darauf sage, es geht darauf und schaut, dass er das im Nahkampf macht, weil da seid ihr einfach ein Powerbreaker und wenn es zu viele Nahkämpfer in dem Spiel gibt, in dem gegnerischen Team,
könnt ihr auch extrem gut damagen. Und ihr könnt Fallen stellen. Eigentlich eine Ice Trap, eine Frost Trap. Die könnt ihr casten, die castet ihr auf dem Boden. Dann ist so ein Dreieck da und jeder, der dann reinläuft in so einen bestimmten Radius, wird einfach eingefroren. Kann man auch reinskillen für eine bestimmte Zeit, kann man das variieren. Ich glaube, am Anfang sind es 6 Sekunden. Müsste ich lügen, wenn es mehr sind, ist es mehr, wenn es weniger ist es weniger. Ich will das mich da jetzt nicht lumpen. Gell. Auf jeden Fall kann man die Spieler damit aus dem Game erstmal rausnehmen und Zeit schinden und sich vielleicht anders positionieren. So, und dann kann man wieder damagen. Und die dritte Attacke, die schauen wir uns auch gleich an. Seconds. In a fast-paced shooter, that's basically an eternity, and plenty of Das time to ist set up a knockout play. ist crazy. And finally, Ball Lightning. Fire it off and it floats forward. Das ist der Hammer. Die Attacke ist auch sehr, 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 sehr stark, weil sie einen AOE-Damage macht. Du lädst deine Kugel auf halt, wupp, 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 dauert vielleicht eine Sekunde, 2 Sekunden, dann hast du so einen Elektroschlag in der Hand und kannst sie dann einfach dann loslassen und die läuft so ein paar Meter und macht auf diesen Weg halt elektrischen Schaden, der nicht wenig ist. Also der ist schon sehr intensiv, dieser elektrische Schaden, und der ist mega cool. Damit spaltest du dann auch die Gruppe. Wenn der wirklich vorne ist und damaged, nicht von hinten Granaten schießen, sondern Nahkampf, und ihr habt einen geilen Heiler dabei, vielleicht ATC Jones mit dabei. ATC Jones ist nice, weil er kann halt von hinten halt auch heilen und macht diesen Heillichtstrahl drauf und dann können die dich auch damagen, ist scheißegal. Dann läufst du rein, ballerst vielleicht mit der einen Hand, je nachdem, ob du das links oder rechts einstellst, ob du Links- oder Rechtshänder bist, ballerst du halt diesen Rückschlag rein in die Gruppe und dann zündest du halt mit der anderen Hand diesen elektrischen Schlag und den haust du auch noch mit rein. Und dann entweder kriegen sie dann halt den harten Damage ab oder sie verteilen sich und sind nicht mehr koordiniert auf einer Stelle. Wenn du sie halt verteilen willst, wenn du die Barrikade brechen willst mit dem Char. Es ist ein sehr guter Barrikadenbrecher, aber nicht der beste Barrikadenbrecher. Es gibt auch andere Barrikadenbrecher von Helden, die es in dem Game gibt. Aber trotzdem wäre es auch sehr, 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 sehr stark dahingehend, um die Leute halt auch im Nahkampf hart ranzunehmen. Wenn man einen guten Heiler mit hat. Nur wenn man einen guten Heiler mit hat, weil spielst du Jay Stern und rennst einfach in die Gruppe rein und da sind 4, 5 Leute, so, die machen dich halt einfach weg. Gell. Oh, jetzt bist du tot. Da gibt es Helden, so, die rasieren dich einfach komplett böse. Also immer wichtig, einen fucking Heiler dabei zu haben. Okay, weiter geht's. Zapping anything nearby with continuous damage. Stern is perfect for players who want chaos, explosion, and the satisfaction of locking enemies down before blasting them away. Da war der Schlag zum Schluss. Schade, dass sie den nicht ein bisschen ausführlicher gezeigt haben. Aber trotzdem Hut ab an Taya Games, an Starford VR, an das Programm, an die Programmierer. Ganz, ganz großen Respekt für dieses hammergeile Spiel. Wirklich. Okay, jetzt kommen wir zu Smith. Let's go. That's not a gun. This is a gun. This is Colonel G. Smith, a tank character in Star Vault VR. And as a good friend once told me, heavy weapons guy. His primary weapon is this beauty of a minigun. But that's not all. His first ability? Shoot rockets out of it. His second ability? You're never gonna guess. It's steroid. Energy Jetzt boost. ganz wichtig To auch boost noch my dabei defense zu sagen, also das müssen wir auch ein bisschen tiefer eingehen. Der Smith ist ein Tank. Und nicht nur irgendein Tank, sondern dieser Tank ist fucking crazy, weil er einen Tower stellen kann. Er kann eine Schussanlage aufstellen. Ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt, weil es ist nicht mein Char. Ich habe auch meine eigenen Chars, die ich gerne zocke. Oder Helden, die ich gerne zocke, Heroes. Aber dieser Tank ist richtig, richtig crazy, weil er kann einfach so einen Tower aufstellen, so eine Schussanlage, wo er sich dann reinstellt. Dann kannst du dir die Greifer mal schnappen und dann ballerst du dort einfach in die Masse rein. Bam, bam, bam. Und jeder, der ein Problem mit dir hat und will dich kaputt machen, muss erstmal den Tower zerstören, bevor er an dein Live kommt, bevor er dich angreifen kann. Und das ist richtig, richtig Gold wert.
weil damit kann man auch sehr viel Zeit schinden und es ist sehr tanky und ich finde es einfach eine tolle Sache, muss ich sagen. Wirklich eine tolle Sache. Nicht nur das hat er, sondern er kann auch eine Rakete schießen. Das heißt, er hat seine Maschinenpistole, die er da am Arm hat, links oder rechts, je nachdem, was du zockst, kannst du alles einstellen, ist kein Problem, ist nicht irgendwie Rechtshänder basiert, sondern du kannst auch als Linkshänder komplett agieren. Es ist kein absolut null Problem, das zu zocken. Kannst du dir auch noch eine fucking Rakete drauf stecken, natürlich mit Abklingzeit, gell? Die kann man halt nur einmal so und so viele Sekunden benutzen. Und dann kannst du fucking mal eine scheiß Rakete schießen im VR. Ey, das ist der Hammer. Dieses Feeling, wenn du eine fucking VR-Brille aufhast, bist in diesem 360-Grad-Game, wo absolut alles passieren kann und du schießt da die dicken Raketen in die Masse und killst die Leute. Das ist der Wahnsinn. Also, wo ich das erste Mal das so richtig erlebt habe, nicht mal unbedingt selber, wie gesagt, es ist nicht mein Char, aber es gibt Leute, die den Char so krass spielen und da natürlich auch, hier, Hut ab, mein imaginären Hut. Alex Trust ist für mich eine fucking Smith-Legende, dieser Typ. Er ist der beste Smith-Spieler, den ich so mit kenne. So, mit, ja, ich weiß nicht, wie der eine Dude heißt, Wolf. Irgendwas mit Wolf heißt der spielt den auch richtig gut. Das ist ein Amerikaner. Und Alex Trust ist, glaube ich, der kommt aus Russland. So, kann sehr gut Englisch, ist sehr sozial, ist ein mega netter, cooler Typ. Und mit dem kann man sich sehr gut unterhalten. Ich glaube, der hat sogar einen Starfold Lied hat der rausgebracht, wenn ich mich nicht irre. Also der Typ hypt das Game und der Typ ist bei jedem fucking Turnier dabei. Und dieser Typ ist für mich also auf jeden Fall eine Legende in Starfoot. Und wenn Starfoot eines Tages so wie, keine Ahnung, irgendein anderes LOL-Game oder Valorant, wenn das Game irgendwann mal übergeht in die Masse und es wird Mainstream, sage ich euch eins, Alex Russ wird eine Legende und der steht hundertprozentig irgendwann irgendwo an der Wand oder wird da irgendwie mit Promoter oder irgendwie so. Der hat ein fucking Lied gemacht. Er hat ein Starfold-Video gemacht. Kann ich euch gleich zeigen, das ist krass. Hut ab auf jeden Fall an diesen Typen und ich glaube, ich brauche gar nicht sagen, ich glaube, ich habe mit diesem Typ sogar in einem Turnier zusammengespielt und da haben wir gut abgeräumt. Wir waren nicht die Besten, wir waren nicht die Schlechtesten. Wir waren gut mit dabei und darauf kommt es an, einfach mit dabei sein und Spaß haben. Und der tut auf jeden Fall den perfektionieren. Wenn ihr mal reinschaut, ihr könnt gut Englisch, guckt in der Freundschaftsliste in Starfoot, da sind mehrere Leute, alle, die wie Starfoot zocken, aktiv. Da könnt ihr die dann in eine Freundschaftsliste packen, ladet den Typen ein oder geht in Discord und ladet diesen crazy Dude ein, Alter. Ladet ihn einfach ein und schreibt ein bisschen mit ihm. Der erzählt euch alles über diesen Char, er erzählt euch die Liebe zu Starfoot, weil der lebt dieses Game. Genauso wie seine ganzen Homies. Der hat eine Crew aufgebaut, die Starfoot zocken. Jetzt auch, glaube ich, seit 2 Turnieren oder so. Die sind klasse. White Ice Tari auch, ein absoluter Pro-Gamer. Auch größtes Herz an dem Mann. Der ist wirklich top. Und ja, lass uns mal weiterschauen. My speed for a couple seconds, and it also feels really good. And last but not least, my personal favorite, the deployable Da ist das Ding. turret. So what do you Kannst du think? einfach alle You wegballern. gonna try out Colonel G, or you gonna try one of our other 10 heroes? Drop a comment below and follow for more content. Ja, das dazu. Aber eine Attacke haben sie doch irgendwie vergessen. Jetzt muss ich jetzt selber mal schauen. Hier unten haben wir es. Da kam es, das habe ich halt verpasst. Du hast noch mal so eine Aufladung, die du dir geben kannst. Und lass mich lügen, bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Manche Leute legen mal alles auf die Goldwaage. Du läufst, glaube ich, schneller und hast irgendwie ein bestimmtes Schutzschild für ein paar Sekunden, 20, 30 Sekunden hast du ein Schutzschild und läufst dann halt schneller. Und das ist fucking stark, Mann. Du kannst dir ein Geschütz aufbauen, was übelst reinhämmert. Du kannst dir einen Boost geben und du kannst Raketen schießen. Und allgemein, du hast auch so noch die ganze Zeit eine Fähigkeit, um zu schießen. Also es ist nicht so, dass du nur diese 3 Fähigkeiten hast, sondern du hast eigentlich auch eine Auto-Attack, wo du einfach die ganze Zeit ballerst. Und das ist natürlich auch mega geil. Das hat eigentlich jede Klasse so oder jeder Held an sich. Sorry, dass ich immer Klasse sage, weil ich bin immer World of Warcraft-Fanat. Bin halt ein WoW-Spieler eigentlich und deswegen sage ich immer Klasse, aber es ist ein Hero, ein Held. Genau, oder ein Champion. Viele sagen auch Champion. Genau. Ja, würde ich sagen, starten wir gleich zum nächsten Char.
zum nächsten Hero. So. Und da kommt RSD. This is RSD, Starvault's high-speed support drone, built for players who want to control the skies. Their movement is split into two modes. In hover mode, you can move in any direction. It's slower and your shots fire slower too, but you can get more precision and control. In rapid mode, you're locked into moving forward wherever your head is facing. It's way faster and your shots fire faster, but you sacrifice maneuverability. RSD's first ability is Disruption Bomb. Toss it into a fight to slow enemies down and reduce the damage they deal. Perfect for shutting down an aggressive push. Next up is Hunter Mod. Drop one and it buries itself until an enemy gets close, then detonates for a nasty surprise. And finally, Hellfire. Only available in rapid mode. It drops a burning wall of fire. Da muss ich gleich noch was dazu sagen, weil die Drohne, die hat auch eine ganz, ganz spezielle Spielweise. Und wie ich am Anfang schon euch gesagt habe, jeder einzelne Held, jeder einzelne Hero hat einfach eine ganz besondere Spielweise. Und das ist halt nicht mit Computer dahingehend zu vergleichen. Man sitzt davor und man zockt über die Tastatur und über die Maus, sondern man hat halt diese zwei Controller in der Hand und diese Controller muss man halt individuell benutzen für jeden einzelnen Char. Und das ist für jeden einzelnen Hero. Und die Drohne ist halt, man lenkt sie, soweit wie ich weiß, mit dem Kopf oder mit dem Oberkörper und natürlich auch mit den Controllern. Und da, wo du halt hinschaust, visierst du halt mit an. Und du kannst halt mit der Drohne Bomben oder besser gesagt Minen werfen, wo die sich dann halt in den Boden einpflanzen und wenn Leute drüber laufen, so explodieren die und machen extrem viel Schaden. So. Und natürlich auch einer der brutalsten AOE-Damages im Game. Ich würde sagen, das ist die stärkste AOE-Damage-Kraft im Game. Und das ist natürlich Hellfire. Hellfire ist einfach ja, du stehst mit deiner Gruppe an irgendeinem Tower und probierst dich da halt durchzukämpfen und die andere Mannschaft probiert das irgendwie zu verteidigen vielleicht. Und dann kommt einfach denen ihre Drohne und schaut natürlich genau, wo ihr euch so befindet. Und dann fliegt die drüber und wirft einfach dieses Höhenfeuer einfach auf den Boden. Und wenn ihr nicht schnellstmöglich aus diesem Hellfire rauskommt, verbrennt ihr elendig. Ihr werdet einfach elendig verbrennen. Und das dauert nicht lange, das dauert vielleicht 3-4 Sekunden. Und wenn ihr 3-4 Sekunden drin steht, nicht mal, ja, 2-3 Sekunden so, dann seid ihr einfach mausetot. Ihr seid einfach mausetot, wenn ihr keine Heilung bekommt, seid ihr am Arsch. Und wenn ihr Heilung bekommt, seid ihr trotzdem am Arsch, meines Erachtens. Ich habe die wenigsten gesehen, die das überlebt haben, die da wirklich kontinuierlich bis zum Ende drin gestanden haben, die das Ganze überlebt haben. Und deswegen sage ich, wenn ihr dieses fucking Höhenfeuer seht und wenn ihr allgemein eine fucking Drohne am Himmel seht, ich hasse Drohnen. Nur mal so, ich hasse Drohnen. Drohnen sind böse. Die wollen dich töten. Die wollen dich kurz und klein machen. Die stehen ganz komisch manchmal hinter irgendeinem Ast, hinter irgendeinem Tower. So, da musst du ständig die Map aufmachen, damit du die überhaupt siehst, wenn du die überhaupt auf der Map siehst, weil sie vorher auf der anderen Seite des Spielfelds waren. Und plötzlich machst du die Map wieder zu. Du weißt, okay, die ist auf der anderen Seite des Spielfelds, machst du zu. Und plötzlich kommt sie angeflogen und ballert dir diese Seuche auf den Kopf. So, da weißt du Bescheid. Das ist ein kranker Gamer. Das ist ein kranker Gamer und der macht dich einfach nieder. Der macht dich einfach kaputt. Und es gibt in Starfall so 2-3 Drohnenspieler. Ich könnte jetzt weiter ins Detail gehen. Das sind verdammt gute Spieler. Meines Erachtens spielen die das auch jeden Tag, diese Drohne. Und die wollen auch jeden Tag die Leute einfach nur im Feuer brennen sehen. Und deswegen gehe ich weiter nicht drauf ein. Ihr seid gut, ihr seid krass, ihr seid stark. Respekt daran, weil Drohnenspielen musst du beherrschen. Das ist auch eine ganz eigene Spielart. Aber ich hasse Drohnenspieler. Ich hasse euch. Weiter geht's. Fire behind RSD, damaging anyone caught in it while you speed forward. Mastering RSD means balancing precision and speed. Hover when you need control, and switch to rapid mode when it's time to burn through enemies. Das war's gewesen. Also, wie wir sehen, wenn wir nochmal zurückspulen, vielleicht sehen wir dann nochmal kurz die Attacks. Weil ich bin mir auch nicht ganz sicher, was der insgesamt für 3 Attacks hat. Da war der Wurf,
Da war Hellfire und das andere ist, glaube ich, schneller fliegen. Du kannst das, glaube ich, einstellen, um eine gewisse Zeit länger zu fliegen, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich auch täuschen. Wie gesagt, ist für mich eine Hateful-Klasse. Spiele ich gar nicht, weil ich auch das absolut nicht kann. Du musst das können. Du musst diesen Helden spielen können, damit du damit richtig abrocken kannst. Kannst du den nicht spielen, bist du ein Opfer, weil die Drohne hat nicht nur die Aufgabe, irgendwie in der Masse Schaden zu machen, sondern du musst zu den Jungles fliegen, zu diesen Creep-Gruppen und musst die kaputt machen. Das heißt, du bist eigentlich nonstop dabei, alle Camps abzufliegen, um die Buffs dir abzuholen. Schneller laufen oder mehr Damage oder die Respawn-Zeit von irgendwem, von der gegnerischen Gruppe halt zu erhöhen, damit die nicht so schnell wieder aufs Spielfeld kommen. Also du hast als Drohne eine Aufgabe, du bist eine sehr wichtige Person. Ich zum Beispiel, wenn ich ein Turnierteam erstellen würde, wäre immer eine Drohne dabei. Gibt es vielleicht Leute, die sagen, es gibt eine andere Klasse, die geiler ist oder so, aber ich sehe die Drohne, die ist so nervig, die ist so penetrant, indem dass sie einfach auf irgendwelche Lines, auf denen dein gegnerisches Team spielt, dort du Bomben hinbauen kannst. Du einfach mal, wenn du gerade von einem Jungle-Flug kommst, du denkst dir so, ey, geil, grün, ich baller grün kaputt, ey, habe ich easy gemacht. So, jetzt fliege ich mal schnell da drüber, wo die sich gerade bekämpfen und hau da einfach mal so ein ekelhaftes Höllenfeuer rein und zwei, drei Leute krepieren. Ja, dann hast du alles richtig gemacht als Drohnenflieger und dann fliegst du zum nächsten Camp und machst dein Ding. Aber ich sag euch eins, Drohnenspieler, ich bin fucking Sniper geworden und wenn ihr nicht aufpasst, dann schieße ich euch vom Himmel. Gut, mehr will ich jetzt nicht dazu sagen, weil sonst werde ich aggressiv. Okay, lass zum nächsten. Und zwar, wen nehmen wir als nächstes? Nemesis. This is Nemesis. Viel Spaß. A giant mechanical scorpion and literal goddess of the void. If you like tanking hits and terrifying your enemies, she's your hero. Her primary attack is her Void Stinger, a massive tail strike that lashes out and melts enemies with void damage. Simple, brutal, effective. Her first ability is Leap. Hold it down for 2 seconds to charge, then launch into the air. When you land, you can cling to walls and fade into the shadows. Basically the scariest game of hide and seek your enemies will ever play. Next is Crystal Wall. Drop one and it completely blocks enemy movement. And no, they can't destroy it. Great for cutting off your enemy's escape. Ja, also nochmal, um mal ganz kurz zurückzuspulen. Dieser Held kann natürlich dahingehend, warte mal, wo war das? Ja, er kann sich unsichtbar machen. Das heißt, er kann irgendwo dran springen, auch von vielen Metern Entfernung und kann sich dort unsichtbar positionieren. Man sieht ihn dann in der Zeit auch nicht auf der Map. Und er kann natürlich dann dadurch auch hinterhältig angreifen und dich natürlich auch anspringen. Er macht extrem viel Nahkampfschaden und er kann natürlich auch Mauern stellen. Next is Crystal Wall. Drop one and it completely blocks enemy movement. And Das heißt, er kann einfach mal einen Block stellen, wo keiner durchkommt. So, natürlich, du kannst außen rumlaufen. Du kannst vielleicht, wenn du die Fähigkeit hast, auch wieder drüber zu springen, natürlich, aber erstmal für Creeps oder für halt auch ganz normale Bodenkämpfer von Helden stehst du dann erstmal da und weißt nicht, was Sache ist. Und ich glaube, man kann als Nemesis sogar den Block so skillen, dass man den sogar zweimal stellt. Das heißt, man kann sogar die Leute in einem Radius einsperren. Und das ist sehr, sehr stark. Das ist sehr Massencontrol. Also man kann dadurch natürlich die Masse kontrollieren auf der Line. Genau. no, they can't destroy it. Great for cutting off your enemy's escape. And finally, Zone of Fear. Nemesis creates a zone that mutes and slows enemies, while she gets faster and harder to kill. Genau, das ist auch eine sehr, sehr krasse Attack. Besonders auch gegen Supporter-Klassen, die Heilung machen, die sich, sage ich mal, nicht erlauben können, in einem Kampf irgendwie unterbrochen zu werden, dass sie heilen. Und wenn du siehst, wie groß dieser Radius ist, der ist absolut übertrieben groß. Der müsste um einiges kleiner sein, das ist nur meine Meinung, weil
bis du dort draußen bist, gehen elendig viele Sekunden hin, weil ich glaube, du bist sogar verlangsamt. Du hast einen Silent, das heißt, du kannst nicht heilen, du kannst nicht casten, du kannst gar nichts in dem Zeitraum machen. Du musst da probieren, aus diesem scheiß Radius rauszukommen. Und das ist halt sehr, 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 sehr zeitintensiv und aufwendig. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, er macht sogar mehr Damage dann in der Zeit. Ja. Und die Klasse, die kann man mit 2 Controllern spielen. Das heißt, dahingehend, du kannst links schlagen und rechts schlagen und je nachdem, wie du nach vorne schlägst, tut sich der Stachel von dem Skorpion bewegen. Das heißt, wenn du so schlägst, links und dann halt rechts und dann kannst du diesen Stachel dementsprechend schlagen und dann macht er extrem viel fucking Schaden. Nemesis is all about control, intimidation, and pure tank dominance. If you want to be the reason enemies turn around and run the other way, give Und her a das ist shot. VR. Es ist VR. Es ist nicht, ich sitze am Rechner und drücke da meine Tasten und bewege meine Maus und sehe, was da vorne los ist und probiere dann auch, wie mein Bestes dahingehend zu machen und drücke da irgendwelche Attacken, dass er irgendwelche geilen Moves macht. So, nein, Mann, du bist im VR dabei. Du bist der Held. Du bist der fucking Held. Und du bist in jeder Attacke, bist du nicht nur dabei, sondern du führst sie aus. Und das ist der große Unterschied. Es ist extrem intensiv, dieses Gameplay. Und besonders auch am Anfang sehr anstrengend auch. Du musst dich erstmal deiner Klasse hingeben. Du musst der Hingabe schenken. So, das ist eine Aufopferung. Ich bin ein World of Warcraft-Spieler. Ich habe über 15, 16 Jahre World of Warcraft gespielt. Ich weiß, was es heißt, sich aufzugeben und zu zocken. Besonders eine bestimmte Klasse, sie mit Herzblut zu spielen, um richtig gut darin zu sein. Und das ist anstrengend und das ist hart. Aber ich sage euch eins, verfickt nochmal. Starfield VR ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil du halt mittendrin bist. Du bist mittendrin, du bist die Person und du kämpfst jemanden gegen jemanden frontal. Und das ist ein Erlebnis, was du so an einem normalen PC-Game so nicht bekommst. Und meines Erachtens hat es dahingehend Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind natürlich, es ist extrem intensiv und es ist ein Erlebnis, wo auch schnell die Zeit verfliegt, weil es halt so atemberaubend auch ist. Und selbst heute noch, nach einem Jahr VR, muss ich klipp und klar sagen, es nimmt mich immer noch mit auf eine Reise. Also es gibt mir ein Gefühl von ein Erlebnis, ein Abenteuer, was bei PC-Games schneller zur Normalität wird. Es wird schneller zur Normalität. Dieses, ich weiß, was ich drücke und was ich klicken muss. Und natürlich ist man vielleicht bei einem Arena-Game oder irgendwo PvP oder auch bei einem Bosskampf irgendwo ein bisschen intensiver dabei. Natürlich, weil da geht es ja da in dem Moment um was. Aber bei dem VR-Game ist es die ganze Zeit, weil du die Person bist und die ganze Zeit fightest und dich beweisen musst dahingehend, dass du ablieferst. Natürlich kannst du es auch entspannt spielen. Das stört keinen. So, außer vielleicht deine Mitspieler. Das ist halt die Frage der Dinge. So. Also es ist schon ein Game. Starfield ist schon ein Game, wo du zeigen musst, natürlich. Ist klar. Du kannst entspannt spielen. Wenn du irgendwann drinne bist, bist du drin und du weißt, was du auch zu drücken hast, wie du deine Controller zu bewegen hast, wie du dich zu bewegen hast, wie du auf gewisse Sachen reagierst und agierst. Ist ganz klar, dass das natürlich so dass du da reinkommst, ist klar. Aber es ist, wie gesagt, emotional und taktisch gesehen nochmal was ganz anderes, VR live dabei zu sein, als über PC dann halt dabei zu sein. Ist ein Unterschied. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Okay, kommen wir zum nächsten. Auch einer der kompletten crazy Klassen. Schaut es euch einfach erstmal an. This is Und ich gehe dann einfach währenddessen drauf ein, weil dieser Char ist unmenschlich. Egal wer diesen Char Netherhorn Hero spielt und verstanden hat, wie man ihn spielt, ist einfach nur eine absolute Killermaschine. Vielleicht für Leute, die World of Warcraft kennen, das heißt, du bist ein Schurke. Du bist ein Schurke und meuchelst die Leute einfach zu Tode. Schaut sich an.
Niederhorn, Starbolt's cold and calculated assassin, built for players who live for stealth, speed, and brutal precision. His primary attack is a powerful energy blade that carves through enemies with clean, deadly strikes. It's fast, fluid, and made for close quarters combat. On his left wrist, Niederhorn carries a deflection shield that lets him block incoming damage, giving him the edge he needs to survive, even when he's deep behind enemy lines. His first ability, Dash, launches Niederhorn forward in a blur of motion, and for 2 seconds, his sword grows in range and power, letting you shred anything unlucky enough to be in your path. Next, Invisibility lets Niederhorn vanish from sight entirely, perfect for slipping behind enemy defenses or lining up the perfect ambush. And finally, Static Storm, a devastating ability that unleashes a 5-meter vortex of pure energy, damaging all enemies trapped within its pull. If you love stealth, high-risk plays, and punishing anyone who dares drop their guard, Niederhorn is the assassin for you. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, er hat alles sehr gut beschrieben. Du bist halt ein Schurke, du kannst dich unsichtbar machen, du kannst dich an die Leute ranschleichen und kannst sie halt einfach böse von hinten richtig gängeln. Du hast auch einen Ansturm, das heißt, wie einen Krieger bei World of Warcraft kannst du denjenigen anstürmen. Natürlich nicht einfach, du klickst ihn an und stürmst ihn an, wie das manchmal halt so läuft beim PC-Game, sondern nein, du musst ihn anvisieren, dann drücken und auch in dem richtigen Abstand stehen, um den zu tackeln. Und dann kannst du ihn, glaube ich, dadurch auch schieben. So, und dann kannst du auch noch eine Attacke machen, wo dein Laserschwert oder Laserschwert würde ich dazu sagen, verstärkt tust, um noch mehr Schaden zu machen. Und du musst dich halt komplett körperlich bewegen. So, wenn man das normal spielt als Normalmenschlicher, so, würde ich natürlich so schlagen. Aber die Leute, die diesen Char beherrschen, die spielen den auf einer ganz anderen Art und Weise. Ich bin mir nicht mal zu 100% sicher, wie diese Menschen diesen Char spielen. Und da gibt es auch einige, die diesen Char so geisteskrank beherrschen. Wenn Niederhorn an euch dran ist, macht er euch einfach tot. Da kannst du nichts machen. Bist du ein Heiler, bist du tot. Bist du ein Sniper, bist du tot. Bist du Atarian, ein Hunter und der steht an dir dran, bist du tot. Bist du Kali, ein Heiler, steht der an dir dran, bist du tot. Bist du ein Tank, bist du trotzdem wahrscheinlich, wenn du keinen Heiler hast, bist du tot. Wenn jemand diesen Char spielt und den beherrscht, macht er dich tot. Er tötet dich. Eiskalt, er macht dich tot. Kannst nichts dran ändern. So, und es ist aber eine Kunst. Es ist eine Kunst, diesen Char zu spielen, weil ich glaube, die Leute, die den so perfektionieren, die schlagen nicht mehr so. Die machen das, die können, glaube ich, Einstellungen, was auch legitim ist im Game, glaube ich, mit Bewegung machen. Das heißt, die tun diesen Schlag irgendwie schon leicht in der Kopfbewegung irgendwie mitmachen. Ich weiß es nicht. Wenn ihr einen guten Gamer kennt, der Niederhorn spielt und ihr sagt, Alter, ich will ein fucking Schurke sein, der unsichtbar ankommt, der anstürmt, der dich einfach weghittet, wegschlägt, dass ihr Körper und Geist bewegt, einfach nur sinnlos und ihr dann schnellstmöglich auch wieder abhauen wollt in unsichtbarer Gestalt, dann ist das genau die perfekte Klasse für euch. Die ist genau perfekt. Die ist perfekt. Damit macht ihr tot. Damit tötet ihr einfach brutal. Natürlich, auf Entfernung werdet ihr getötet, im schlimmsten Fall, wenn ihr nicht unsichtbar seid, aber meistens ist man unsichtbar und meistens ist man dann irgendwie auch mitten im Gefecht und meistens tötet man dann auch brutalst und man schlägt alle weg. Man holt sich die Buffs an den Jungles, man tut Creeps grinden, damit man schön hochgeht mit der Erfahrung, mit den Leveln im Game und der Rest ergibt sich dann, denke ich, von allein. Geht in Discord-Channel, checkt ab, wer Niederhorn spielt. Es gibt auch in Discord extra Klassenfelder, wo diese Klassen beschrieben werden, wie sie gespielt werden und connectet euch mit Spielern, die diesen Char gut spielen. Und da gibt es auch den einen oder anderen deutschen Spieler, der den auch sehr gut beherrscht. Und connectet euch einfach. Easy peasy über Discord, über den Ingame-Account und checkt ab, was der Niederhorn kann und macht. Und taucht ein in das Game und tötet die Masse. Finally, Static Storm, a devastating ability that unleashes a 5-meter vortex of pure energy,
damaging all enemies dass man trapped da within nochmal its ball. zusätzlich If extrem you viel love Schaden nimmt, stealth, es ist halt high-risk plays, nervig, and wenn du punishing in der Masse anyone bist, who der die dares Scheiße drop ziehen their will guard. und du da drin stehst und Niederhorn is the überall sind assassin nur for you. blaue Streifen und bevor das abgelaufen ist, bist du tot. Du bist einfach down. Da kannst du nicht viel machen. Okay, kommen wir zum Mars. Muss ich auch was sagen. Zu gleich am Anfang. Mars ist eine Gottheit. Mars ist in diesem Spiel allgegenwärtig. Wer Mars spielt und beherrscht, ist ein Zerstörer. Ist ein gottesgleiches Wesen, was sein Schild schießen kann, was seinen Speer werfen kann, was Nahkampfschaden macht und was dich auch aus 10 Meter Entfernung anspringt und ja, diese Stangenwaffe dir so tief in deinen Arsch rammt, dass du danach einfach nur dieses Gerät hier in die Ecke werfen willst, es aber nicht machst, weil es zu teuer war und sagst, ich hasse Mars. This is Mars, a bulky DPS hero for players who love to get up close and personal while slicing down enemy players. His primary attack summons an axe from the void which can be swung for a basic melee attack, or thrown for a ranged attack that deals moderate splash damage. His first ability is Shield Throw, which launches his shield out in a straight line before returning to his hand, damaging enemy units in its path. His second ability is Shield Push, which causes Mars to lunge forward with his shield, damaging enemies, knocking them back, and stunning them. And his final ability is Elimination, which launches Mars into the air before slamming down with his spear, creating a fiery explosion on impact and leaving a burning area, damaging and muting enemies in the zone. If you like leading the charge, controlling the fight, and making every push feel unstoppable, Mars fits your style. Ja, das zu Mars. Also da, wie gesagt, da fehlen mir auch die Worte, weil Mars ist einfach ein ganz, ganz böser Held. Und der hat seine Daseinsberechtigung. Leute, die ihn perfektionieren und sehr, sehr gut spielen können, die sind auch genauso wie Niederhorn unantastbar. Also ich finde, als Melee-Class in Starfield ist es schwer durchzukommen. Aber wenn man die Klasse beherrscht und weiß, wie man sie spielt, ist man auf jeden Fall im Vorteil. Muss man einfach klipp und klar sagen. Also wir sind sehr, sehr mächtig. Sobald man die Klasse gut beherrscht, ist dahingehend natürlich alles nach oben offen. Man kann genauso wie Niederhorn ein Schild machen und kann sogar Schaden blocken. Also wenn man diesen Char beherrscht, ist man sehr, 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 sehr mächtig. Ja. Kommen wir zu Kali. This is Kali, a support character that can both heal your teammates and damage the enemy. Her primary attack throws energy bolts straight from her hands, which lock onto the enemy and deal damage on impact. Her first ability, Prana Fuse, lets her toss healing orbs with her other set of arms. Learning when to switch between damage and healing will make you a master support. Her second ability is Shakti Field. It's a glowing dome that buffs your squad's defenses. Step inside, and suddenly everybody's built like tanks. And finally is Tandava Storm, her ultimate move. She freezes midair, becomes immune to control effects, and starts raining down massive fireballs from the heavens, obliterating anything in their way. Kali suits players who are looking to support their team while also dealing massive amounts of damage. Because let's be honest, you want to have a little fun too. Ja, was soll ich dazu sagen? Kali ist dahingehend natürlich eine sehr, 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 sehr gute Wahl, indem dass man auch sie als Supporter spielt. Die Supporter-Class ist dahingehend so konstruiert, dass man halt in die Luft springen kann als Super-Attack. Man ist dann immun und man kann dann von oben aus Schaden verursachen, ist dadurch dieser Schadenseffekt durch deine 2 Schadenshände, die du hast, massiv gestärkt. Und kannst natürlich auch von oben besser kontrollieren, wo man sich bewegt und wo sich die Gruppe bewegt und sie dann natürlich dadurch auch mit heiligen Bällen bewirft, um zu heilen. Das heißt, dieser Supporter kann Heilung und auch Schaden machen.
und dahingehend natürlich die ganze Situation auch von oben begutachten. Er hat auch nochmal dahingehend auch eine oder eine, besser gesagt, eine Schutz-Attack, weil er eine Attacke hat, um halt die Masse zu schützen und zu supporten, um dahingehend auch nochmal zu unterstützen. Und er kann halt zwischen den Schadenshänden variieren und den Heilhänden. Also dahingehend ist der auch sehr variabel. Und ich muss sagen, dass zum Beispiel hier diese Attack, wo er alle im Umkreis dann dahingehend zusätzlich schützt. Er kann heilende Bälle werfen, um die eigenen Teammitglieder natürlich auch zu heilen. Das sind hier diese grünen. Und die dunklen, das sind Schattenschläge, die machen Schaden. Und besonders wenn man auch in die Form nach oben springt, kann man dahingehend natürlich auch massiven AOE-Schaden an den unteren Creeps oder halt auch an anderen gegnerischen Spieler Schaden ausüben. Ich sag mal so, ist eine coole Klasse. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Gamer gesehen, der diese Klasse wirklich extrem gut beherrscht. Und damit muss ich leider sagen, ist es eher ein S-Tier, weil von den Supporter-Heilern ist diese Klasse meines Erachtens trotzdem mit am schlechtesten, muss ich sagen. Am Anfang, als die Klasse frisch rauskam, war die extrem gepusht. Da hast du teilweise Running, Solo-Runs gemacht, dahingehend, dass du einfach durchgelaufen bist, konntest Tower zerstören, Creeps zerstören und teilweise auch Gegner, ohne dass du da irgendwie großartig Probleme hattest. Aber die haben sie halt extrem genervt, extrem runtergesetzt. Dahingehend vielleicht mal am Starford, wenn ihr auf dahingehend die Kali-Klasse nicht verlieren wollt. Ich würde Kali pushen an eurer Stelle, dass er vielleicht ein bisschen mehr Heilung macht oder vielleicht auch die Heilung leichter ausübt. Weil die Heilung ist sehr kompliziert. Du musst halt die Bälle auf die Leute werfen und es ist sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig, um Leute zu heilen. Im Gegensatz zu Sarah Lex, die wirft eine Bombe auf den Boden, alle werden geheilt. Oder ATC Jones kann einfach anvisieren und B drücken oder die hintere Taste und dann wird automatisch geheilt. Er muss wirklich die Bälle auf die Leute werfen. Und das ist sehr anstrengend und die Heilung erfolgt dann trotzdem nicht so, wie man sich dann die Heilung erwünscht, dass es wirklich exponentiell gut heilt. Den Schaden könnte man vielleicht auch irgendwo erhöhen. Also, ja, also den könnten sie auf jeden Fall dahingehend pushen. Also, jeder, der so vielleicht im MMORPG so den Hexenmeister mag, ist es schon cool. Oder vielleicht gibt es auch eine Zusatzattack bei Kali, dass die vielleicht noch einen Dot drauf machen kann. Jemanden mit einem Dot bewerfen, der dann auf Zeit Schaden macht. Dann würde die Klasse auch nochmal eine ganz andere Wichtigkeit bekommen. Weil dann könnte die Klasse zum Beispiel auch, wenn sie gegen eine andere Gruppe spielt, die Fähigkeit haben, Massenschaden halt auszuüben über einen bestimmten Zeitraum, um dann halt wirklich Damage zu machen und zu heilen. Dann wäre es nochmal eine andere Position. Da bräuchte man vielleicht nicht unbedingt die Heilung und den Schaden erhöhen, sondern einfach dahingehend vielleicht die zusätzliche Attack erhöhen. Oder vielleicht die Spezialattacke dahingehend so zu verändern, dass man eine Proc-Chance hat, wenn man den Schaden drauf wirft, dass derjenige dann an Schatten irgendwas erkrankt und dadurch im Verlauf von 10 Sekunden, 15, 20 Sekunden über einen bestimmten Zeitraum Schaden erleidet, so wie es beim Hexenmeister typisch ist. Und dann würde die Klasse eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ich glaube, das würde mir auch nochmal so den Kick geben, ey, ich schaue mir Kali nochmal genauer an. Weil es hat mir Spaß gemacht, ich fand es cool, aber wie gesagt, es ist irgendwie so ein gehandicapter Supporter-Heiler. Ist leider so. Könnte man was draus machen. Könnte man mehr draus machen aus der Klasse. Ja. Kommen wir zum Tank. Zum nächsten Tank. Und zwar HBV. HBV. Now, you may recognize him from his previous role in RoboCop. But he's moved on from acting and he's now one of our favorite characters. HBV is one of our characters that features a unique movement style, similar to Gorilla Tag or Iron Cat. You use your hands to control his legs to move forward or jump.
HVP's primary attack is his energy cannon, which shoots explosive projectiles and aims wherever you look. He also has 3 abilities: Rapid Fire, which increases your fire rate, his Nitro Thruster Jump, which allows him to do a large jump and creates a powerful shockwave on impact. This shockwave damages enemies and stuns them for 2.5 seconds. And lastly, his ultimate is Artillery Strike, which launches a volley of devastating missiles within the target radius, dealing damage to enemies inside. Ja, Aims brauchte da wherever nicht großartig zugucken, weil diesen Held, den zocke ich auch sehr gern. Und bei dem Held ist es halt wichtig zu wissen, du kannst halt normale Schüsse machen, du kannst deine Schüsse verstärken, indem dass du die verdoppelst. Das heißt, wenn du beide hintere Knöpfe drückst, schießt du mit einer schnelleren Geschwindigkeit und das droppt dann langsam runter. Und wenn du dann irgendwann nicht mehr kannst oder aufhörst, füllt sich die Attacke wieder und du kannst es wieder von vorne machen. Du kannst mit denen größere Jumps machen. Das heißt, entweder bewegst du dich wie auf Skiern oder so. Du springst halt so nach vorn. So bap, bap, bap. So, und damit kommst du auch schnell nach vorn. So, wie gesagt, kannst schneller schießen. Du kannst auch einen Sprung nach vorne machen, um die Leute zu stunnen. Das ist sehr geil, weil du hast dann eine gewisse Zeit, um da weiterhin krassen Damage zu machen. Oder um Heiler halt zu stunnen, um die ganze Masse zu stunnen, damit andere Leute AOE-Damage machen. Und natürlich hast du dann dahingehend noch die Fähigkeit, so einen größeren Granatwerfer. Du hast so Granatendinger hinten auf deinem Rücken und dann schießt du extrem in die Masse, so übelst viele Granaten, die extrem viel Damage machen. Auch mega, mega geil. Sehr, sehr stark. Und allgemein HBV ist eine sehr starke Tankklasse. Das heißt, sie hat Panzerung sehr hoch, also wenig Schaden. Der Schaden ist, glaube ich, mit die höchste Schadensverteilerklasse, die es so gibt. Also für das es eine Tank ist, macht es mit am meisten Damage sogar. Sehr, sehr guter Schaden und Beweglichkeit ist halt mit am langsamsten, weil du dich halt entweder so vorbewegst durch die Greifarme oder halt immer wieder springst, stoppst, springst, stoppst, springst. Halt so nach und nach und nach. Aber an sich sehr stark. Mit dem Heiler im Hintergrund ist der sehr intensiv. Ihr könnt auch mal ein Video von mir euch anschauen, bei mir auf meinem Kanal. Da ist auf jeden Fall HBV mit zu sehen. Ich habe einen Turnierkampf gehabt, mein allererstes Turnier damals gehabt, das erste Tournament-Turnier. Und da hat bei uns HBV JP gespielt. Also dahingehend bis heute ein HBV-Spieler, den ich dahingehend noch nicht so erlebt habe. Also er hat diese Klasse perfektioniert. Ich kenne keinen bis heute und JP weiß ich nicht, ob er noch aktiv spielt. Das letzte Mal gesehen vor 2 oder 3 Monaten und bis dahin auch keinen besseren HBV-Gamer-Tank gesehen als ihn. Der hat auch richtige Taktiken, wie er springt, wo er hingeht und er braucht halt immer einen guten Heiler im Hintergrund. Zu der Zeit habe ich extrem Supporter-Class LTC Jones gespielt und im Turnier habe ich ihn halt auch dahingehend geheilt. Ihr könnt gerne mal bei mir auf YouTube schauen und da habt ihr auf jeden Fall dahingehend auch gleich was zu sehen, wie so ein Turnier so vonstatten geht. Und dahingehend auf jeden Fall, hey, mein imaginären Hut ab, JP, Mann, du bist eine kranke HBV-Typ, du zockst den Klassen, du zockst die Klasse richtig brutal geil und komm wieder ins Game, Mann. Komm ins Game, Starbolt braucht dich. Okay, let's go, weiter. you look. He also has 3 abilities: Rapid Fire, which increases your fire rate, his Nitro Thruster Jump, which allows him to do a large jump and creates a powerful shockwave on impact. This shockwave damages enemies and stuns them for 2.5 seconds. And lastly, his ultimate is Artillery Strike, which launches a volley of devastating missiles within the target radius, dealing damage to enemies inside. Ja, das zu HBV. Auch sehr, sehr geil, sehr, sehr stark. Gut, kommen wir weiter. Kommen wir zu Kaleo. This is Kaleo ist auch sehr speziell und intensiv. Wenn ich an Kaleo denke, denke ich an Bunny Joker. Bunny Joker ist auch für mich eine große Legende. Da kommen wir zum nächsten. Ein deutscher Spieler, Legende. Der spielt auch Kaleo und das sind so die 2 Leute, die ich mit Kaleo, mit dem Helden selber so verbinde, weil die beiden haben diesen Char auch sehr verinnerlicht, sehr intensiv gespielt
Und diese Klasse, anhand dieser 2 Dolche kann man sofort einen Schurken assoziieren, aber nicht unbedingt diesen Schurken, wie man ihn kennt im Nahkampf, vielleicht so wie Niederhorn, sondern eher wirklich auf Entfernung. Du wirfst die ganze Zeit die Dolche. Du kannst sie von links nach rechts werfen, du kannst sie vergiften und werfen und du hast auch noch ein Medaillon, was du auf den Boden werfen kannst, um zu stunnen. Und du hast noch eine Special Attack, wenn du hochspringst, kannst du denjenigen irgendwie mit so einem roten Faden oder mit einem roten Dolch abwerfen und dann steht Kaleo in der Luft, der untere ist gestunt und dann kannst du in dem Moment Hardcore damagen. Und dahingehend hohen Respekt an Legende und an Bunny Joker. Ihr seid auf jeden Fall dahingehend, denke ich, auch für die Community und für alle rangehenden Kaleo-Spieler auf jeden Fall ja, eine Inspiration, muss man so sagen. Also dahingehend Hut ab. Ihr macht euren Job gut. Kaleo, a fast, acrobatic damage dealer built for players who like their fights up close, stylish, and unpredictable. Her primary attack uses throwing knives that can be launched with both hands, giving you full control of your offense, whether you're mid-air or sprinting across the arena. Kaleo's movement is what really sets her apart. She can jump by lifting both hands in the air. Once you unlock Flip Mastery, you can perform acrobatic flips in any direction by simply tilting your head. It's one of the most dynamic movement systems in the game, perfect for dodging fire, closing distance, or just showing off. Her first ability, Turtle Medallion, slows all enemies in a targeted area, great for locking down faster opponents or setting up a combo. Next, Dagger of Venom coats your blades in poison, dealing damage over time and making every hit hurt that much more. And her ultimate ability, Death Hook, lets Kaleo leap into the air, pin an enemy Und man hat übelst Movement. Man kann die ganze Zeit hin und her springen, man kommt auch sehr schnell aus dem Fight. before they can even react. If you love high-speed combat, flashy mechanics, and dominating the battlefield with pure skill, Kaleo is your hero. Ja, das dazu zu Kaleo. Und jetzt kommen wir zu dem Helden Ateria. Ateria ist ein Damage-Dealer, es ist ein Hunter, ein Jäger. Und wie ihr schon sehen könnt anhand des Bogens, Bogendamage. Bogendamage von der Entfernung her. Also man schießt entweder so einen Multi-Shot-Arrow. Das heißt, man kann mit so einer Attacke mehrere Pfeilschüsse entgegen eines Gegners schießen, was extrem Schaden macht. Dann hat man einen Hook Arrow, der ist grün, den spannst du auf, schießt du und du kannst Gegner anschießen und sie dann zurückziehen, das heißt zu dir ziehen. Oder du kannst den Hook Arrow Richtung Gebirge schießen, zu einem Berg oder so, und kannst dich dann dementsprechend auch da hochziehen. Also das geht auch. Und du hast einen Pfeil, den du schießen kannst, der die Leute auch unterbricht. Das heißt, wenn jemand heilt, du schießt den Pfeil rein, unterbricht der. Aber nicht nur denjenigen, sondern die komplette Gruppe drumherum. Genau. Auch sehr, sehr stark, sehr, sehr krasser Schaden. Movement extrem hoch. Bekommt schon gut Damage. Also man ist jetzt nicht übelst gepanzert. Man kriegt schon hart Schaden, wenn es jemand auf einen absieht. Aber man ist sehr flexibel, macht sehr guten Schaden. Und ja, für mich einer, der inspiriert ist, Goblin. Goblin 22 oder Goblin heißt der. Der spielt den Char richtig, richtig gut. Also dahingehend Hut ab an dich. Ein sehr, sehr guter Spieler dahingehend, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Sehr stark, aber auch, wer spielt den Char auch noch gut? Da gibt es auch noch einen, der den auch richtig gut spielt. Natürlich auch Falk de Falk. Ein deutscher Spieler, auch glaube ich sogar, ja, jetzt seit neuestem auch bei uns in der Community. Falk, auch ein sehr guter Spieler und mit dem macht es auch jedes Mal Spaß zu gamen und du musst bei einem Turnier dabei sein. Du hast es drauf, Mann. Du musst zocken. Du musst ein Turnier mit dabei machen. Auch ein sehr guter Spieler auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal rein. Is Arthea, Starvolt's bow-wielding DPS hero, perfect for players who want precision and a little bit of style while they delete their enemies. Her primary weapon is a bow and arrow. Quick shots deal steady damage, but if you pull all the way back and charge the arrow, it hits way harder. Arthea's first ability is Hook Arrow. Fire at an enemy to pull them towards you for an easy follow-up, or fire at any surface to zip yourself across the map.
basically Spider-Man with pointed webs. Her second ability is Multi-Arrow, which fires a burst of arrows in rapid succession. It's great for shredding targets up close, or just making your enemy feel like they walked into a blender. And finally, EMP Arrow. This one explodes on impact, damaging enemies, slowing them down, and even muting their abilities for a short time. Althea rewards quick aim, smart positioning, and a little bit of chaos. If you like playing a hunter who's always 2 steps ahead, she's the hero for you. Ja, das zu Altaria, dem Hunter. Top. Also, wenn man die Klasse beherrscht, macht es auch mega Spaß, weil man halt so ein extremes Movement hat. Man kann schnell von A nach B gehen und auch eine sehr, sehr coole, interessante Klasse. Gut, kommen wir jetzt zu dem Video erstmal zu dem letzten Char. Leider sind die aktuellen 2 neuen Heroes, die dazugekommen sind, noch nicht in den Videolisten von Starfield abliefern. Ihr müsst hier die Videos auf jeden Fall reinbringen von den Heroes, weil die haben genauso eine Daseinsberechtigung wie alle anderen, weil die sind auch mega, mega geil. So. Deshalb kann ich euch jetzt leider dahingehend nur von denen hier erzählen, weil ich will jetzt hier auch Starfield nicht irgendwie was vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall Daniel Sniper oder wie der Chao heißt, ja, der sogenannte VR John Wick. Extrem geil, hast deine VR-Knarre, Sniper, hast 4 Schuss, kannst von der Entfernung snipen und extrem viel Schaden machen. Du kannst eine riesen Granate ballern und die explodieren alle wie so eine Atombombe. Und du hast so einen Enterhaken, so einen Widerhaken, wo du dich halt so hochschießen kannst und dich von A nach B ziehen kannst. Ist auch mega, mega cool. Ist jetzt momentan einer meiner Lieblingsklassen, wo ich jetzt immer mehr daran übe. Und dazu findet ihr auch was auf meiner Seite, wenn ihr mal drauf gucken wollt. So, da tue ich jetzt so ein bisschen Shortcuts machen, weil der ist cool zu spielen, macht einfach Spaß. Und schaut einfach mal auf meinen Account, da seht ihr auch so, wie man den so ein bisschen spielt. Ich bin jetzt kein Profi oder so, aber ich spiele ihn schon gern. Und ja, genau. Und das andere ist RSC oder ich weiß nicht, das ist so ein Roboter, der auf 2 Armen und Beinen da läuft und hat extrem AOE-Schaden. Der ist sehr schnell, der ist so wie so ein Roboter, der sich halt auch rollen kann, sehr schnell sich bewegen kann Flammenschaden machen, kann Leute in so einem Magnetfeld eindämmen, wo sie sich nicht bewegen können. Und er ist ein crazy, crazy Roboter auf jeden Fall. Aber leider noch nicht mit hier in der Liste. Ich hoffe, dass die das noch machen, weil das ist einfach angebracht, weil diese Helden sind auch sehr stark, sehr individuell und die haben einfach ihre Daseinsberechtigung und die sind cool. Die sind auch verdammt cool. Und genau, jetzt kommen wir als allerletztes zum Helden ATC Jones. Das ist ein Supporter und das ist auch mit meiner Hauptklasse. Mit jetzt zusammen mit dem Sniper, den ich jetzt gerade momentan mir aneigne zu üben und zu spielen, weil wie gesagt, jede Klasse hat einen anderen Spielstil und ATC Jones ist meine erste Klasse. Diesen Char bekommt ihr von Anfang an kostenlos, ohne Charts zu zahlen. Charts Ingame-Währung, die ihr bekommt durch Siege, durch Quests, könnt ihr Charakteren freischalten. Soweit wie ich weiß, habt ihr am Anfang, glaube ich, nur einen Charakter frei von diesen 9, 10, 11 Klassen, die jetzt, Helden, die jetzt aktiv sind. Und das ist einer der ersten. Und ich sage euch eins, das ist mit einer der geilsten. Das ist der Beste. Wisst ihr warum? Weil ihr eure Klasse, weil ihr eure Gruppe supporten könnt. Ihr seid wichtig. Ihr seid eine wichtige Person. Ihr könnt die Leute heilen. Ihr könnt Schutzschilde stellen, damit gegnerische Leute euch nicht treffen. Das sind schon mal so 2 Sachen, die extrem mega stark sind. Ihr habt die ganze Zeit eine übelst geile Laserknarre in der Hand, wo ihr die Leute beschießen könnt. Ihr könnt über die Zeit, umso höher ihr es levelt, könnt ihr die dann auch verstärken, schneller schießen, mehr Absorb, mehr Schuss in der Waffe und es ist einfach mega flexibel, diese Klasse. Man ist nicht der Schnellste, man ist gut beweglich, aber nicht so langsam wie HBV, aber auch nicht so schnell wie Altaria oder einer von diesen schnelleren Klassen. Aber du kannst, wie gesagt, du kannst Schilde bauen, du kannst Leute heilen, du kannst Schaden schießen und du hast auch noch eine Stun-Granate, die auch Schaden macht. Also da ist einfach alles drin. Manche sagen vielleicht so ein bisschen dieser Trash-Dummy-Style,
Aber für mich ist dieser Trash-Dummy-Style sehr, sehr wichtig, sehr cool und für Einsteiger denke ich in Starfield besonders sehr empfehlenswert. Und ich finde das auch sehr stark von Starfield, dass sie sich genau für die Klasse entschieden haben, dass das die Anfangsklasse ist für alle, weil mit dieser Klasse kann man auch sehr viel Skill aufbauen, sodass man dann sogar mit Level 10, Level 15 im Game sehr guten Schaden macht, sehr gut aushält und sehr gut heilen kann. Dazu habe ich sogar auf meinem Account ein Video gemacht, so einen Supporter-Damage-Bild. Da könnt ihr gerne gucken unter Aratosh ja, VR. Und da habe ich mal die Klasse so geskillt, wie ich sie skillen würde. Und vielleicht ist das irgendwo euch eine Hilfe, wo ihr euch dran langhangeln könnt, wenn ihr ganz neu seid in Starfield und das erste Mal ausprobiert. Schaut gerne bei mir vorbei, guckt dran und probiert es einfach aus. Schaut es euch an, was ich da so zeige über die Klasse und lasst vielleicht ein Like da oder ein Abo. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, gell? Weil ja, wäre halt cool. Ja, und wir starten jetzt einfach mal rein und let's go. Is Lieutenant Jones, a support hero that heals, shields, and crowd controls like a beast. Her primary weapon is this plasma-firing automatic assault rifle, which has a mag-palm reload mechanic you can use by simply knocking the old mag out of the rifle using the new mag before reloading. Lieutenant Genau, Jones klar, has das aber auch. several abilities. Shield Recharge, which creates a beam of energy that links to a targeted ally that heals them both in or out of combat. Block Shield, which creates an energy shield wall that completely negates incoming damage while allowing you and your team to fire through. And finally, EMP Grenade, which creates a large explosion that damages and stuns enemies in range. If you like healing your squad and bullying the enemy team at the same time, Jones is definitely your pick. Ja, das ganz kurz und knapp natürlich dazu. Das war jetzt bei Starfield ja, die letzte Heldenklasse, die ausgewiesen worden ist und gezeigt worden ist. Natürlich habt ihr dahingehend auch noch viele andere Videos, aber überwiegend eher die Heldenklassen. Natürlich macht Starfield auch die Community viel aus. Leute, besonders die sich das anschauen, die schon Starfield zocken. Lebt die Gemeinschaft, lebt die Community, guckt in Discord rein, connectet miteinander und habt Spaß am Spiel. Das ist die Hauptsache. Einfach connecten und zusammenspielen und einfach dieses Miteinander. Das ist meines Erachtens das Allerwichtigste. Und ja, hier sehen wir auf jeden Fall nochmal den Sniper in einem Shortcut. Den wollte ich jetzt einfach mal anklicken, dass ihr den auch nochmal gesehen habt, wie der funktioniert. Und let's go. Would you believe me if I told you that this guy was deadlier than John Wick? No way. Hitting deep inside those khakis is a huge sniper rifle that he can use to rip enemies apart at range. And if that wasn't bad enough, watch this. Would you believe me if I told you that this guy was deadlier than John Wick? No way. Was haben wir noch? Hier gibt es bestimmt noch das Nuclear eine oder weapons are andere pretty Video. devastating and should only be used as a last resort in any conflict. But we added one to this guy's weapon. Just strap the targeting laser to the barrel of your weapon, mark the enemy team, and watch the So, hell. mit einer der Special Attacks. Nuclear weapons are pretty devastating and should only be used as a last resort in any conflict. So, was haben wir denn noch? This VR shooter just dropped a huge bomb on us. Genau, ihr macht eure Munition einfach an die Seite rein und könnt dann halt Schotten 4-mal, dann müsst ihr wieder aufladen, ab einem People bestimmten have been Skillpunkt begging for a von sniper hero ever ab since the einem beta bestimmten Level von launched, and the 10 devs könnt ihr auch finally das gave so us skillen, this dass guy, ihr the einen most 4er-Stack inconspicuous einfach einschiebt. instrument Das of heißt, mass einmal nur destruction in the nachladen, du hast galaxy. sofort 4 Schüsse. With his sniper rifle, you can Und rip ist apart halt ein enemy Sniper players at gut, du long kannst dann einfach so range. eine When Atombombe players get up schießen und close and ansonsten hast du so personal, einen you can Enter-Haken, toss wo his du den flash irgendwie grenade schießt, to wo du dich blind dann them abziehen before kannst. using his grapple Mega hook to get geil. the high Also ground. macht Then wirklich use his mega new Spaß. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr geile Klasse. Und hier zeige ich euch auch nochmal diesen verrückten Roboter, damit ihr den auch nochmal kurz gesehen habt. Was der genau für Attacken hat, habe ich ja gesagt. Feuerattack, schneller rollen und Leute in so ein Magnetfeld einsperren. Großartig noch nicht gespielt, aber vielleicht interessiert es wen. Wir schauen uns mal kurz den Shortcut an. Peak Gorilla Tag movement, but with a flamethrower. This is our new high mobility damage hero, and he moves as fast as you can move your hands. Sprint, roll, dodge, and leap over all of the map with ease. And instead of tagging people, just set them on fire. Peak Gorilla Tag movement, but with a flamethrower. This is our new high mobility damage Das hero, auch and he nochmal moves zu dem. Ja, das war einfach nochmal so ganz kurz erklärt, was ist Starfield. Jetzt nicht speziell darauf eingegangen,
wie sieht die Map aus, was muss ich auf der Map tun, worauf muss ich achten, wie sieht der Skillbaum aus, also oder das Interface, wo kann ich mich mit Leuten sonst noch connecten und treffen. Also diese Starfall Game wird langsam zur Welt, es wird immer größer, immer mächtiger und dazu wäre jetzt das Video einfach oder halt auch dieser Stream zu lang. So, deswegen, ich wollte euch jetzt einfach nur mal so die Klassen zeigen, mal kurz, mal einfach mit euch darüber reden, um zu zeigen, was man da so spielen kann. Und ich hoffe, ihr kommt einfach mal bei Starfield rein. Und ihr könnt mich jederzeit einfach adden. Schaut einfach bei mir auf YouTube oder in Twitch. Da habe ich auch meinen Account hinterlegt. Draufklicken, mir einfach auf Folgen drücken, schreibt mir eine fucking Nachricht und lasst demnächst zocken. Und ihr seid gerne willkommen bei German Falls, bei unserer Community. Ihr könnt euch jederzeit einfach bei uns, ja, wie soll ich sagen, anmelden. Also es kann jetzt nicht jeder instant gleich reinklicken, so, weil zu viele Bots unterwegs sind. Wir haben ständig Bots, die in die Communities wollen, weil warum auch immer, die Bots wollen irgendwas verkaufen, weiß ich nicht. Deswegen habe ich da jetzt hingehend erstmal so eine Sperre reingemacht, dass nicht jeder einfach joinen kann. Aber ihr könnt einfach connecten, beitreten der Gruppe, dann sehe ich, dass ihr reinkommt. Und dann schreibe ich euch vielleicht kurz, hey, was geht ab? Bist du ein Bot oder willst du Starfall zocken? Und dann schreibt er mir einfach einen kurzen Text oder so und dann kommt er rein und dann lasst uns einfach mal den ein oder anderen Abend oder das Wochenende einfach schön zocken. Und vielleicht tut sich ja mal ein Turnierteam zusammen gründen und wir können uns als ein Turnierteam zusammen anmelden unter Starfall. Wäre natürlich der absolute Hammer, würde ich mich mega freuen. Und wenn es euch gefallen hat, jo, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst einen Stinkefinger da. Von mir aus mir scheißegal. Aber fangt an zu zocken, das ist mir wichtig. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielleicht mache ich noch mal ein anderes Starfall-Video, dahingehend, dass ich was erkläre oder einfach mit euch darüber ein bisschen Smalltalke. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auf Twitch ab und zu mal streamen und einfach zocken. Schaut rein, lasst ein Abo da, lasst ein Folgen da, lasst einen dummen Spruch da. Kommt einfach rein und lasst zocken. Mehr geht's mir nicht. Einfach zocken, Spaß haben und Ende. Okay, das war's von meiner Seite aus und ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und dann auch das kommende Wochenende und haut rein. Schöne Zeit noch. Macht's gut. Ciao.